Wattenmeer wirken biologische, physikalische und geologische Prozesse zusammen. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt worden ist, weil dieses Zusammenspiel hier noch funktioniert. Am Wattwurm, der ja der bekannteste Bewohner des Wattenmeeres eigentlich ist, da kann man sehr schön auch das Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren sehen und auch erklären bei einer Führung. Und wir gehen jetzt mal raus und gucken uns das mal an. Wattwürmer fressen den Boden und verdauen die organischen Anteile. Das ist relativ offensichtlich. Anhand der ganzen Häufchen auf der Wattoberfläche kann man sehen, dass sie viel Sand fressen, verdauen und dann eben auch den sauber verdauten Sand ausscheiden. Aber es gibt noch viele Geschichten drumherum. Einerseits pumpen die Wattwürmer Wasser durch ihre Wohnröhre. Damit befördern sie Sauerstoff in den Boden hinein. Sie leben in einer etwa J-förmigen Röhre und sie pumpen ständig Wasser. Da drin ist Sauerstoff, ein Teil veratmen sie und ein Teil wird aber auch von Bakterien in den Röhrenwänden aufgebraucht und dadurch verfestigen sich die Röhrenwände durch chemische Prozesse. Und wenn ein Wattwurm mehrere Monate an einer Stelle gewohnt hat, dann ist seine Röhre dort so verfestigt, dass man die teilweise noch Jahre später, wenn der Boden freigespült wird, dort finden kann. Das heißt, da ist der Wattwurm dann geologisch wirksam, indem er den Boden verfestigt. Der Wattwurm ist auch physikalisch wirksam, denn diese Pumpbewegungen, mit denen er das Wasser in seine Röhre rein befördert, sind im Boden bis zu 50 cm im Umkreis um einen Wattwurm zu spüren. Sie befördern eben viel Sauerstoff in die Bodenschichten nach unten, der dann auch von Bakterien und von Kleinstlebewesen mitgenutzt werden kann. Rund um die Röhre eines Wattwurms in der Wandung, die ist etwa so 1 mm dick, bräunlich, weil dort Sauerstoff vorhanden ist, gibt es 16 verschiedene Mikroorganismen, also Kleinstkrebse, die nur in den Wänden des Wattwurms wohnen. Und einige wohnen nur im oberen Teil der Wattwurmröhrenwände und andere wohnen nur in den unteren Wattwurmröhrenwänden. Und dadurch schafft der Wattwurm also Lebensgemeinschaften im Boden, wo sonst einfach nur toter Schlick wäre. Und diese Funktion des Wasser-Reinpumpens, des Sauerstoff in den Boden pumpens, das sind eben biologisch-physikalische Prozesse, die der Wattwurm hier veranstaltet. Jeden Tag, jede Nacht sind die Wattwürmer damit beschäftigt, halt den Boden zu durchlüften. Dadurch sind sie eine Schlüsselart im Weltnaturerbe Wattenmeer und sind eben einer der wesentlichen Faktoren, die hier mit dafür sorgen, dass es reich an Tieren ist und dass dann eben auch wieder andere Arten wie die Zugvögel hier den Wattboden als Nahrungsquelle nutzen können. So, und die 3 können jetzt wieder an die Arbeit. 1, 2, 3.